Hey ho, ihr Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge von Harry Potter Magic Awakened. Mit mir, dem Wölfchen, Deo. Hallo, hallo, hallo. Und ich muss euch gleich was zeigen, was gerade eben... Ich habe nämlich einen Freundesschatz am Party. Und ich muss nochmal tun, wo ich meine Sachen finde. Weil ich es nach Ida nochmal schicken muss. Dass sie mich addet. Naja, aber ein random einzuführen will ich es auch nicht. Ups. Was war das? Okay, nicht so. Okay. Erstes meine Post. Da, ich muss mal eben kurz Werbung für mich machen. So. Dann würde ich sagen, machen wir heute die Tagesaufträge. Erstmal, ich nehme das gerade am selben Tag noch auf. Ich würde sagen, erstmal die Tagesaufträge, weil wichtig. Weil wichtig. Erstmal prüfen, ob alles so funktioniert, wie es soll. Naja, also... Das ist natürlich eine Idee, die würde ich eigentlich sofort einfügen. Und gegen das Monsterbuch austauschen. Wie viele Begleiter habe ich? 2 nur. Okay, ne, Begleiter habe ich keine mehr. Gut. Dann würde ich Spielersuchen machen. Wenn ich 2 Duelle machen muss. Lottie aus Slytherin. Aber er hat einen Hufflepuff. Er hat aber ein Ravenclaw-Design. Ja, nee, ist klar. Achso, hier, hi, siehst das. Achso, ja. Ups. Sorry. Erstmal fette Tante Magda. Bisschen. Erstmal daneben. Spiders. I won't, I'll patch you up. Fantastic bomb. So, mal gucken. Explosive. Troll. Ja, mal gucken, wie es wird. Mal gucken. Keep going. You've got this.
Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Thunderstorm. Ah, ja. Inflators. Spiders. What do you? Now you're in trouble. Atmosphere charm. Fantastic bomb. Acromantula venom. So, und Joji ist besiegt. Perfekt. Die machen meistens gar nichts eigentlich. Und das ist eigentlich die beste Taktik, ne? Das ist eigentlich gerade die beste Taktik. Die macht gar nichts. Ich gehe mal eben kurz raus. Grund ist was anderes. Weil ich glaube, was nachkommen will. Okay, ist aber egal. An dieser Stelle ist es aber egal. Ja, ist egal an dieser Stelle für mich. Und schon wieder den Lotti. Die hat wohl noch nicht genug, ne? Die Frau weiß wohl nicht, wann sie aufhören soll. Nett so dort. Wenn man nicht weiß, wann man aufhören soll. Ja, ist not so dort. Spiders. Inflators. Nochmal fette bekannte Wand da wieder. Troll noch nicht. I won't let you. I'll patch you Dich. up. Troll. Bewitched snowballs. Fantastic bomb. Dich. Incendio. Niffler. Keep going. You've got this. Und dann habe ich das, dann das. Incendio. Dann die Karte. Dann erstmal raus. Bewitched snowballs. Inflators. Inflitius. Spiders. Expulsive. Niffler. Essence of Dittany. Läuft, hallo, Fantastic danke. Stupefy. Troll. Bewitched snowballs. Lol. What do you? Now you're in trouble. Niffler. Thunderstorm. Essence of Dittany. Und durch. Läuft doch, ne? Das haben wir erledigt. Dann haben wir das, dann haben wir das. Alles bla bla bla. Das habe ich. Lade einen Begleiter. Ein Begleiter. Okay. Okay. Haben wir das erledigt, weil das relativ einfach war. Das war relativ einfach zu sehen, ja.
Achso, wieder Tanzduell, wieder Tanzball. Tanto. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das. Benutzt den Neuer. Springen derzeit nicht möglich. Okay, ja, wie soll ich das machen jetzt? Das ist so eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Ach, lol. Achso. Ich bleibe bei meinem jetzigen Outfit. Weil alles andere, naja, es sieht einfach nicht schön aus. Und das sieht aus, als ob ich nur Ravenclaw wäre. Ich bleib bei dem Outfit. Darf ich aber nicht. Okay, dann setze ich mir kurz einfach mal den Hut auf. Aber ich finde die Sachen noch nicht so schön. Aber das hat gereicht. Jetzt einmal bitte Dankeschön. Und einen silbernen Schlüssel benutzen. Habe ich ja eh 10. Und machen wir mal in der Pack Opening. Und einen Donnervogel habe ich, glaube ich, schon noch nicht, oder? Ruft ein Donnervogel auf, der regelmäßig auf Kosten seiner eigenen Besonderheit auf 3 zu für den verbundene Einheiten ein Blitzregen wirft. Matador. Ruft ein flinker Matador herbei. Setzt Incarius ein. Alle Gegner im Zentrum des Zielbereichs werden gefesselt, erleiden Schaden. Ruft eine Feuerkrabbe auf. Was auch sonst. Ruft 3 Wichtel auf Rollenwall auf. Heuler schickt.
Oh, es ist so. The new Nimbus 2000. Ja, und ein Besen. Und natürlich noch Nebelus. Es hat einen dichten Nebel, der den Zielbereich bedeckt. Alle Einheiten im Nebel werden unsichtbar und ja, genau. Aber der Heuler ist da nicht so scheiße. Der Heuler ist da nicht mal so bad. Der ist lustig vor allem. Der Heuler ist lustig. So, und damit hätte ich alles und dann hätte ich gesagt, jetzt noch ein bisschen. Dann mache ich will sagen, dann nehme ich morgen oder so mal weiter auf. Da muss ich jetzt mal mit Lotti im Schloss vor mich treffen. Oder meint ihr, soll ich die Tagesaufgaben in Off machen? Ich meine, 16 Minuten habe ich jetzt für diese gebraucht heute, aber soll ich die im Off machen, die Tagesaufgaben? Ich meine ja nur. Oh, you're here. What do you think of this painting? I think, well, if I'm being frank, I think it's quite soppy. Sorry. I could see how you feel that way at first glance, but why don't you take a closer look? Are there two wands in her hand? Yes, good catch. This is a portrait of Etheldrada Bloodworth, who discovered that her fiancé was pursuing the dark arts in order to get revenge against the Muggles who killed his mother in the witch hunts. It depicts the moment immediately after she was forced to raise her wand against him. I can't imagine how conflicted poor Etheldrada must have felt. It's no wonder she looks so upset. I've always said that we can learn a lot about the past, present, and even the future from portraits, if we're willing to listen. Well said, young witch. It has been quite some time since a student took such interest in us portraits. Not since that Simon Talmadge lad, I believe. Simon? Did you say Simon? Gosma, you know who Lady Etheldrada's talking about? Oh yes, we're the best of friends. Or rather we were, 183 years ago. Oh, for some reason, everyone tends to suddenly remember stuff they have to do when I come around. But not Simon. We talk and play for hours. I even showed him my third favorite hiding spot. The one hidden behind the painting of... Wait a moment. Did you say there's a secret room behind a painting? Not just a room, a whole corridor full of them. That sounds perfect for your art club, Lottie. If you tell people that you meet in a secret clubhouse, everyone's going to want to join. Gossamer, where exactly is this hiding spot of yours? I'll show you. Come. Sehr schön. Aber Leute. Ja doch, das schauen wir noch. Hi, how are you? And it's always good to talk to the students. How have you been this year? Just okay? Alright, stop chatting with an old portrait. Go create some of your own memories. This is the value of campus life. Mhm. Ah, lol, hier ist der Aufbaugemeinschaftsraum. Hier ist der Slytherin, das macht keinen Sinn, der gehört zum Theater. This is it! Behind this painting is a corridor full of rooms, each grander than the last. Though it seems different from what I remembered. This is exactly what I need to drum up interest in my art club, Gosma. So, how do we get in? Sorry, I just can't shake the feeling that something's missing from this painting. Now, what did you say again? I asked how we get the painting to open up. Oh, that. Haven't a clue. How do you not know? It's your third favorite hiding spot, isn't it?
yes, but it's not as if I've actually had to use the door, being a portrait and all. Though I do vaguely recall Simon placing an enchantment on the portrait to keep telltales out. I wonder if you have to say a password or perform some sort of action to enter, like you do to get into the house common rooms. Why don't we ask the nearby portraits if they remember anything? If Simon's as memorable as Etheldrada made him seem, it's possible we could pick up a clue or two. Das ist da unten etwas abgeschnitten, aber steht ein anderer Hinweis oder so. Yes! Simon Talmadge and his friends came here often. A rather eclectic lot, if my memory serves. It's my understanding that they commandeered the hidden space behind the painting for their clubhouse. Do you have any idea how they were able to get in? The only thing I can recall is that the sleeping... Oh, that's right! There was a sleeping dragon in this painting before. Simon added it to this otherwise boring old landscape. I can't believe I forgot. Simon Talmadge? I always thought the boy was a bit off. Once I caught him staring at the painting you're talking about. He kept mumbling the Hogwarts school motto, Draco Dormiens Nunquam Titilandus, over and over to himself. Ja, Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Übersetzt kitzle niemals einen schlafenden I thought he had Drachen. gone... What do you mean? What had happened to him? Oh, excuse me. I think I hear someone calling my name. Ernsthaft? Okay. Simon Talmadge. Now there's a name I haven't heard in ages. Poor lad had such a hard time fitting in, and the other kids bullied him for it. Got so desperate for someone to confide in that he made friends with us. Of course, being seen talking to portraits only made him an even bigger target. Those gits even destroyed his paintings once. He was really upset, so I showed him this hiding spot to cheer him up. He was so excited to turn it into his own private art studio. But Gwydion... Gwydion Idris. Scamp if I ever saw one. Always did the opposite of what he was told. Always managed to rope Simon into doing the same too. He was real charismatic that way. So we know that this painting used to be a landscape before Simon added a sleeping dragon onto it, that the dragon would laugh before the door opened, that Simon had a notoriously rebellious friend, and that he was overheard mumbling Draco Dormiens Nunquam Titilandus while viewing the painting. Everything seems to point to the dragon being the key to getting inside, but where could it be? Perhaps it's been hidden. Let's take a closer look. Black screen. Oh, Oh, the sleeping dragon's back! But unfortunately, the passageway's still locked. What do you think we should do next? One of the portraits reported hearing Simon repeat Draco Dormiens Numquam Titilandus over and over. Sounds enough. Draco Dormiens Numquam Titilandus. Draco Dormiens Numquam Titilandus. Draco Dormiens Numquam Titilandus. Maybe you're not saying it right. Oh, the sleeping dragon's back! But unfortunately, the passageway's still locked. Draco Dormiens Numquam Titilandus translates to never tickle a sleeping dragon. Knowing that Simon deliberately chose to paint a sleeping dragon, and that he had a rebellious streak, I think the key to opening the door is to do the exact opposite of what the motto advises. In other words, we need to tickle the dragon. Ja. It worked! You're so clever. Tja. Agreed. Nice thinking. Well, what are you waiting for? Let's go in! Nein, aber nicht jetzt, Leute, denn ich gucke gerade auf die Zeit. Wir sind schon bei 25 Minuten. Und das war's dann auch von der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dann, tut mir doch gerade einfach den Gefallen, bleibt oder werdet gesund. Euer Wölfchen DR. Haut rein und ciao. Leute.